Hallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. Ähm, und zwar geht es dieses Mal zunächst einmal um das XOR. Das XOR ist relativ wichtig in Bereichen der Elektrotechnik, soweit ich weiß. Und vor allem in der Kryptographie, das ist eher mein Gebiet, ähm, und sieht so aus. Es ist ein ziemlich komisches Zeichen. Das ist einfach dieses Plus mit einem Kringel drumherum. Also von Hand zu zeichnen ist es deutlich einfacher, glaube ich, als in ASCII zu finden. Ähm, und ja, das XOR bedeutet so viel wie entweder es das eine war oder das andere, aber nicht beides. Und das ist so das, was man intuitiv eigentlich unter dem oder versteht. Deswegen verwechselt man das und das hier relativ gerne. Aber es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und das XOR ist auch nicht irgendwie in der Nähe von den Standardsymbolen, nicht mal annähernd. Da gehört wirklich nur das hier rein, was man so generell benutzt. Und ja, also, das XOR sieht so aus und wenn ich jetzt hier A XOR B hinschreibe, dann kann ich euch gleich zeigen, was da passiert. Gut. A XOR B bedeutet, entweder es A war oder B, aber nicht beides. Also, A oder B muss wahr sein, was hier schon mal nicht der Fall ist. Ups, ich wollte Enter drücken. Aber es darf nicht beides wahr sein. Das heißt, A1 und B1 geht auch nicht. So, und der Rest ist einfach wahr. Und das war es auch schon im Prinzip. Also nicht mit dem Video, keine Sorge. Aber das war es eigentlich auch schon mit XOR. Ja, ist die ganze Magie dahinter. Wenn man das jetzt irgendwie dreistellig machen möchte, dann muss man schon klammern, also sonst wird es ein bisschen komplizierter. Und dann kann man einfach das Ergebnis wieder benutzen und kann damit wieder XORen, das ist nicht so schwer. Wenn man das als normales aussagenlogisches Symbol darstellen möchte, wird es allerdings ziemlich kompliziert, weil man auf die Äquivalenz normalerweise zurückgreifen muss. Nämlich man sagt einfach 170, genau. Das Ganze ist nicht äquivalent, also A ist nicht gleich B. So einfach ist das. Also A nicht gleich B. Und dieses Not hier außerhalb der Klammer bedeutet einfach, das Ergebnis, was innen drin war, wird umgekehrt. Sprich, wir hatten bei der Äquivalenz das hier war und die zwei waren falsch. Das heißt, wir drehen das um, jetzt sind die in der Mitte wahr und das Äußere ist falsch. Und schon haben wir das XOR. Ja, ist eigentlich kein großes Hexenwerk, aber es ist ziemlich cool und hilft auch oftmals. Also wie gesagt, das ist teilweise ziemlich wichtig. Gut. So, und dann gibt es noch ein paar andere Symbole, die möchte ich mit euch jetzt heute das letzte Mal machen. Also die Symbole, die grundlegenden. Danach geht es ein bisschen weiter. Genau. Manchmal haben es die Leute von einem NAND-Gatter oder von NAND generell. Deswegen lasst mich das hier kurz auslöschen. NAND sieht folgendermaßen aus. Also ich kenne es als dieses Zeichen hier. Ups, das ist ein bisschen arg klein. Noch ein bisschen. So ist gut. So sieht für mich ein NAND aus. Manche Leute kennen es aber auch als einfach ein Pfeil nach oben. Also so in etwa. Die Symbole sind so selten geworden, dass man sich schon nicht mehr einig ist, was für ein Symbol man benutzt. Also NAND sieht für manche auch so aus. Hat auch ein bisschen Ähnlichkeit, muss man sagen. Und für manche sieht es ganz komisch aus. Da hat es nämlich so 3 Punkte. Ich zeige euch das kurz hier, aber die werde ich dann nicht benutzen. Oh, zu klein. So 3 Punkte, die man eigentlich schon gar nicht mehr erkennen kann. Und oben drüber sollte theoretisch noch ein Strich sein, den ich irgendwie nicht mitkopiert habe. Aber ja, wir werden einfach das hier vorne benutzen oder den Pfeil nach oben. Aber ich werde mich für das vorne dran entscheiden. Nicht wundern, wenn ihr irgendwie mal auf den Pfeil nach oben stoßt. Also das ist dasselbe. Das NAND sieht folgendermaßen aus. Bedeutet eigentlich ein Nicht und. Warum ist es jetzt hier so riesig? Okay, ein Nicht und. Also sowas wie A nicht und B. Also quasi ein und. Ich male jetzt hier nochmal kurz das und hin, nicht verwirren lassen. Das hier ist das und. Und jetzt verneinen wir das. Das heißt, wir haben hier überall eine 1 und hier eine 0. Und das ist das Nicht und, also das NAND. Schreibt sich N-A-N-D und ja, wird halt manchmal benutzt, weil es einfach kürzer ist und man braucht es manchmal. Also nicht wirklich was Großes. Übrigens dann auch die Verneinung sieht dann auch folgendermaßen aus. Wir nehmen einfach
ein Nicht. Und dann schreiben wir A und B. Ist logischerweise die Verneinung dazu. Dürfte auch klar sein. Gut. Dann haben wir noch das NOR, das Nicht-Oder. Also hat auch sein eigenes Symbol. Logischerweise muss ja alles sein eigenes Symbol haben. Das machen wir auch wieder ein bisschen größer hier. 25 mindestens. Und dann machen wir es. Ups, jetzt habe ich es gelöscht. So was Doofes. Ja, dann fügen wir es nochmal ein. So. 30. Ich sagte 30. So, danke. Entschuldigt bitte. So, das Nicht-Oder sieht aus wie ein Oder mit einem Strich oben drüber und nennt sich Nicht-Oder. Und auch hier sieht es dann so aus, dass wir einfach ein A oder B verneinen und dann, ja, genau. So, A oder B sah wie folgt aus. Wir hatten 0, 1, 1, 1. Das war das A oder B. Und wenn wir das Ganze verneinen, dann haben wir einfach 1, 0, 0, 0. Das ist nicht A oder B. So, im Prinzip auch wieder nichts Besonderes dabei. Aber manchmal wird es halt geschrieben und ich möchte, dass ihr versteht, was unter diesen Symbolen verstanden wird oder wie halt auch immer man mit denen umgeht. Dieses nicht A oder B ist dann halt relativ sinnvoll. Okay, so und dann noch ein allerletztes. Da weiß ich nicht mal, wie das Symbol aussieht. Muss ich kurz mal nachgucken. Okay, scheinbar hat das kein eigenes Symbol. Manche Leute verwenden noch das XNOR-Gatter. Und ja, XNOR ist halt einfach NOR, nur halt vernottet. Also umgedreht. Also quasi hier statt diesem Oder haben wir ein XOR und machen dann jeweils danach die Wahrheitstabelle. Ist aber so selten, dass ich euch das nicht zeigen werde. Und ich werde es auch sicher nicht benutzen, das verspreche ich euch. Ansonsten mache ich dazu nochmal ein extra Video. Nein, Spaß. Gut. Ja, also jetzt solltet ihr tatsächlich alle Symbole kennen. Nächstes Mal machen wir weiter mit ein paar Regeln, was jetzt passiert, wenn ihr so eine kompliziertere Formel habt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, für dieses Mal reicht's und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.